So. Hallo, ich bin's Roman. Hallo und ich bin Christiane. Wir haben für euch wieder eine kleine Überraschung. Erstmal wollte ich nur einfach sagen, ich brauche nicht wieder laut sprechen. Wir haben ein Mikrofon für uns besorgt. Yes. Ich kann jetzt versuchen, endlich mal ein bisschen leiser zu sprechen. Das wird schwierig, oder? Es wird schwierig, Ja. aber Übung macht die Meister. Wir schaffen es. Genau, zurück zum Thema. Wir sind hier, weil wir dachten, wir machen eine kleine Überraschung mit kleiner Q&A. Ja. Sozusagen Befragung. Ihr seid bestimmt ein bisschen interessiert, habt ihr auch bestimmt Fragen an uns und vielleicht erwischen wir ein paar Fragen von euch, wo wir antworten können. Ne? Genau. Und die erste Frage, die ich Roman stellen wollte, ist... Okay, ich wollte erst eine Frage stellen. Was? Du stellst zuerst die Frage. Okay. Nein, das will ich. Wer stellt die Frage? Du. Okay, ich habe die erste Frage zu stellen, ja. Okay, dann warten wir jetzt auf die Frage. Ne, warte nicht. Die Frage kommt gleich. Okay. Okay. Die erste Frage. Okay. Interview mit Donald Trump, I'm sorry. Wir lachen darüber, aber wir haben schon davor richtig gelacht, weil wir haben uns so beide aufgeregt, dass man denkt, er kommt gleich Präsident hier rein, weil wir so richtig aufgeregt sind. Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall. Wir werden, fangen wir mit der ersten Frage an. Genau. Und die erste Frage an Roman ist... An mich. Was sind die Fragen an mich? Scheiße, ich hab's vergessen. Nein. Okay. Warte. Verdammt. Ich weiß, woher komme ich? Ja. Was war die Frage? Wie kommt es, dass du in Deutschland bist? Denn Genau. Man hört ja, Roman kommt nicht aus Deutschland. Ich habe bestimmt schon angedeutet, ich komme aus Polen, aber ich bin schon sehr lange weg, über gute 30 Jahre. Oh, ich spreche tatsächlich leiser. Ich versuche es. Ja. So, ganz schnell und ganz kurz. Ich bin hier seit über 24 Jahren, glaube ich, schätze ich ungefähr, 23, 24 Jahren. Ich bin 10 Jahre schon geschieden. Wohne ich alleine. Wie bin ich hier angekommen? Sie kam aus Hamburg, Wedel, genau. Und auf diese Art und Weise sind wir hier gekommen. Heimat, Familie und so weiter. Und haben wir gedacht, Deutschland ist das perfekte Ort, steht genau ganz nah zu Polen. Das heißt, ich kann auch gleichzeitig meine Familie sehen. Ich habe 3 Kinder, 3 Mädels. Die älteste ist 23, der mittlere ist 20 und die jüngste ist 18. Und die wohnen nicht bei mir, die sind sozusagen sehr selbstständig, studieren, arbeiten, Freunde und so weiter. Das ist schon mal eine ganze Menge auf jeden Fall. Genau. Ja. Jetzt kannst du bitte über dich selber das gleiche bisschen was erzählen. Ja, und bei mir ist es ganz einfach. Ich komme aus Hamburg, habe 6 Jahre noch in Jersbek in Schleswig-Holstein gelebt. Und vor 20 Jahren habe ich gedacht, nein, Hamburg ist schon so schön und ich bin zurück. Ja, und hier bin ich wieder. Auch ich bin geschieden, habe 3 Kinder. Ja, und irgendwann habe ich Roman kennengelernt. Vielleicht, wenn du schon bei dem Thema Roman ist, kannst du jetzt uns erzählen, wie hast du mich kennengelernt? Das ist gar nicht so einfach, wenn man schon fast 50 Jahre alt ist und man jemanden kennenlernen möchte. Und ich bin einfach tanzen gegangen. Aha. Und ich glaube, ich wurde fast entdeckt, oder? Genau, ich kann mich gut erinnern an diesen Abend, das war über ein Jahr her, sozusagen. Sozusagen, ich war ein bisschen traurig, ein bisschen einsam. Ich habe ein bisschen getrunken. Ich trinke normalerweise wenig Alkohol. Ich weiß, dass ich Pole bin. Ich sollte viel trinken, aber ich trinke nicht viel. Ich trinke wenig, aber ausnahmsweise, wenn ich schon tanzen gehe, da habe ich ein bisschen getrunken, weil man traut sich ein bisschen mehr. Ne, natürlich, ne? Weil Leute sind heutzutage so ein bisschen komisch, manche sind sehr kalt oder arrogant und ich wollte einfach nicht so ein bisschen, deswegen habe ich ein bisschen getrunken und das hat mir natürlich geholfen. Und da habe ich gedacht, ich gehe tanzen. Und dann bei uns in Hamburg gibt es so eine Diskothek, die heißt wie? Hühnerposten. Hühnerposten. Das ist ganz gute Diskothek, muss ich sagen. Die ist in Innenstadt.
da sind auch verschiedene Alter sozusagen, ne? Ja, also wir sind quasi auf der Party gewesen, ich glaube Ü30, ne? Also man geht dahin und man fühlt sich mit 50 oder Mitte 40 noch nicht so alt. U30 heißt das ist so eine Musik von 90er sozusagen, 80er, ja, 90er, ja? 80er, 90er, es gibt Schlager, ne? Und von daher für jeden was dabei. Machen wir gleich mal Werbung. Genau. Und dann natürlich hoffnungslos, ich dachte natürlich, dass ich nicht so schnell jemanden kennenlerne, weil ich bin, wie gesagt, schon lange Zeit war ich alleine. Und dann habe ich eine hübsche Frau gesehen, die allein getanzt hat. Und habe ich gedacht, erstmal habe ich abgecheckt die Umgebung, ob sie tatsächlich mit einem Mann ist. Ich respektiere eine Frau, die eventuell mit einem Mann ist, dann ich möchte auch keine Probleme haben und so weiter. Ich habe mich lang genug gecheckt und habe gedacht, oh, jetzt, sie ist ganz freundlich, sie tanzt ganz schön, sie tanzt richtig gut, muss ich sagen. Dann könnte auch gut gehen, weil ich mag auch tanzen. Gehe ich vielleicht nicht so oft regelmäßig tanzen, aber wenn ich schon tanze, da habe ich auch Spaß dabei, natürlich, ne? Und da habe ich gedacht, ich gehe an diese Frau. Und was ist passiert dann? Also Männer, seid mutig, einfach eine Frau auffordern zu tanzen. Er hat mich bezaubert mit seinem Lächeln, mit seiner Art zu tanzen, sich zu bewegen. Und wow, es tut mir leid, ich war sofort hin und weg. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, sorry. Macht nichts. Sie hat mich auch gezaubert mit ihrer, man sieht schon, hat schon natürlich oft gesehen, wie fröhlich diese Frau ist. Und ganz lieb, definitiv, wunderschönes Herz und super, fantastische Frau. Das heißt, es gab keinen Fehler. Wir haben sofort getanzt. Nach zweiten Tanz, es fühlte sich schon so an, als wir schon uns Ewigkeit kennen. Ne? War das natürlich das Alkohol wahrscheinlich bei mir ein bisschen, das hat mich so ein bisschen gelockert. Und sie hat Christiane ist so ein Mensch, sie spürt die Menschen auch und abgecheckt, dass das bei mir auch so locker ist und dann hast du einfach gut mitgemacht. Es gab keinen Stress. Okay, um diesen Abend wollte ich sie unbedingt nach Hause bringen. Ich wollte einfach nicht so schnell freilassen. Und da habe ich gedacht, okay, dann ich werde die Frau begleiten. Und da habe ich natürlich erfahren, Christiane wohnt total auf andere Seite von Hamburg. Ich habe gedacht, das ist echt Abenteuer nachts. Aber habe ich gedacht, okay, wegen Sicherheit, ich bringe sie nach Hause und so weiter. Du hast einen Part ausgelassen. Wir sind noch zu McDonald's gegangen und haben einen Kaffee getrunken. Und Roman hat mich zum Kaffee eingeladen. Naja. Daran kannst du dich nicht erinnern, oder? Doch, ich kann mich gut erinnern. Also aber wir haben uns vorher noch unterhalten. Ganz viel. Ganz viel. Wie ist das zugekommen, dass ich dich wieder, habe ich sofort deine Nummer bekommen oder hast du mir gegeben oder hast du überhaupt gedacht, dass ich mich melde nochmal oder was? Nein, auf keinen Fall. Also ich glaube, oder auf keinen Fall will ich nicht sagen. Man weiß es nicht. Ne? Man hat einen schönen Abend zusammen, die Sympathie ist da. Man ist verzaubert und man hat immer Angst aufzuwachen und denkt, hoffentlich ist es am nächsten Tag noch genauso. Und wie lange hat das gedauert, bis ich dich angerufen habe? Nochmal? Ein paar Tage oder war das sofort? Nein, ich würde sagen, schon am nächsten Morgen. Ja. Das ging aber schnell. Ein Glück. Und du hast mich, ich glaube, eingeladen bei dir, ne? Oder sind wir noch mal spazieren gegangen? Das hat noch ein bisschen gedauert. Wir haben uns oft getroffen, wir sind spazieren gegangen. Ganz anständig. Aber ich kann mich gut erinnern, ich war ziemlich schnell bei dir zu Hause. Kinder waren nicht da. Ja, das hat gedauert. Dein Sohn hat noch bei dir gelebt. Ich kann mich gut erinnern. Aber war keine da. Das heißt, erstmal das kennenzulernen richtig, ich hatte nur sie für mich selber gehabt sozusagen. Ich habe keine Mitglieder von Familie bis dahin kennengelernt. Nein, das macht man auch nicht. Wenn man Kinder hat, muss man nicht gleich, wenn man ich finde auch gut, ne? Immer jemanden langsam. Oh, vielleicht ist das überhaupt nicht Richtige. Ne? Das machen auch viele Frauen so. Die wollen erstmal abchecken, ob das tatsächlich alles stimmt mit dem Ganzen. Deswegen ganz langsam. Und generell, es geht um uns beide sowieso. Ne? Wir müssen uns erstmal verstehen, oder? Ja, genau. Und den Rest, ich glaube, rollt sich von alleine. Eben. Sehr gut. Und dann, wann hast du erfahren, dass ich tatsächlich Ausländer bin, dass ich aus Polen komme? War das bei dir sofort klar? Sofort. Wusstest du, dass ich einen Akzent habe, dass ich Pole bin? Oh, du hast dir ganz viel Mühe mit deinem Akzent gegeben. Habe ich? Hast du, ja. Wie? Und du hast mich gefragt, ob ich das höre. Und ich habe gesagt, ja, ich höre das.
Und er hat natürlich gehofft, dass man das nicht gleich erkennt, aber es tut mir leid. Okay. Ich habe Bekannte, die kommen auch aus Polen mit Hast ähnlichem du Akzent. schnell Und mich erwischt? sofort, ja, was ja auch nichts Schlechtes ist. Ne? Das heißt, du hast schon viel zu tun mit Polen generell oder hast du wenig Erfahrung mit Menschen gehabt? Also ich kenne Polen und ich kenne also Polen und Polinnen mit unterschiedlichen Akzenten. Klar, jeder, auch in Deutschland ist das so, hat einen anderen Akzent. Und es war mir sofort klar. Gut, wenn du schon eine Pole kennengelernt hast, mich sozusagen, ne? Wie wirke ich auf dein Leben? Die Frage hast du nicht natürlich. Nein, jetzt bin ich überrascht und Roman ist der erste Pole, der erste polnische Mann, den ich näher kennengelernt habe. Und es ist anders. Polen sind anders als Deutsche, allein von der, wie nennt man das? Mentalität, doch. Wir sind uns schon unterschiedlich. Kulturell? Kulturell, genau. Die Frage war ja, was unterscheidet polnische Männer von deutschen Männern? Genau, weil das ist sozusagen die erste Erfahrung für dich. Ganz genau. Jemand, die ich regelmäßig besucht, will was von dir und alles andere. Und plötzlich der ist Pole. Und Ja, das stimmt. wie bist du damit klargekommen? Ja, also es gibt einen Unterschied und ich habe nicht so viele Erfahrungen mit anderen Männern. Das ist vielleicht auch gut so, aber ich kann halt nicht so viel lucky erzählen. guy. Genau. Ja. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ich spreche für Roman. Er ist sehr gut erzogen, anständig, hat mir Blumen Beispiele mitgebracht bitte. zu unserem Hab zum ich? ersten Date. Ja. Das ist, man schleimt sich so ein bisschen. Das ist ganz normal. Es liegt nicht an polnischer Mentalität. Ich glaube, das macht jeder Mann, wenn er was will. Nein, nicht so. Nein? Also das ist mir besonders aufgefallen. Oh, ja. ich habe die Blume mitgebracht. Sehr höflich. Habe ich schon vergessen, ehrlich gesagt. Man hat nicht das Gefühl, als Frau, man wird überrumpelt. Man hat eher das Gefühl, man ist Königin, Prinzessin, alles auf einmal. Stimmt. Ne? Stimmt, Also, aber das habe ich auch bestimmt in meinem Leben gesehen von den deutschen Männern genauso. Es gibt eventuell Unterschieden. Generell gibt es auch Männer, die das auch machen, oder? Vielleicht. Doch. Ich habe das nicht so erfahren. Nein? Also nicht so am Anfang, nein. Da habe ich schon Unterschied gesehen, okay. Das heißt, du erkennst auch einen Unterschied zwischen polnischen Frauen und deutschen Frauen? Ja, ich glaube schon. Meine Meinung, die deutschen Frauen sind viel lockerer, meine Meinung. Die sind sehr mehr selbstbewusster. Auf jeden Fall die nächste Generation. Die nächste Generation ist sowieso ein bisschen lockerer, definitiv denken mehr an sich sozusagen. Aber finde ich trotzdem, es ist ganz deutlich zu sehen, dass die Frauen hier, du auch selber, sehr stabil trittst in deinem Leben sozusagen. Ne? Das heißt, du brauchst niemanden, dein Leben zu bestimmen. Wenn du jemanden hast in deinem Leben, das ist so ein Bonus von jemand, sozusagen, würde ich sagen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht bei jeder Frau in Deutschland so ist, aber ich finde, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Deutsche Frauen stehen im Leben und der Mann ist als Leckerli. Genau, als Extra. Das ist auch gut so. Das ist auch gut so, weil natürlich von meinen Zeiten kenne ich natürlich die Frauen, die waren mehr zurückhaltend, die haben natürlich die waren mehr abhängig von Männern, weil natürlich die Männer haben damals mehr verdient und mehr versorgt für die Familie. Das heißt, Frauen waren mehr zurückhaltend, so ein bisschen ruhiger. Und durch das neue Welt, die entstanden, diese EU-Geschichte und alles andere, Leute haben sich ein bisschen verbessert, mehr stabiler geworden. Und das heißt, jeder ist sozusagen mehr verantwortlich für sich selbst sozusagen. Stimmt das? Das kann ich mir sehr gut Genau, vorstellen. auch in Polen, aber in Deutschland ist das definitiv mehr zu sehen, weil hier, ich glaube, liegt das wahrscheinlich an die Land selbst, dass man als Frau hier bessere Chancen hat, generell wie sagt man das, Ein eigenständiges Leben so zu führen. schneller Ne? zu finden, wenn man so ein bisschen sich verliert im Leben, in Beziehungen oder generell. Man könnte hier schneller ein paar Sachen, Ziele erreichen als sonst woanders in Europa, finde ich, meine Meinung natürlich. Ne? Habe ich nie gedacht, dass die deutsche Frau wird sich überhaupt für mich interessieren, ganz ehrlich gesagt, habe ich nie gedacht. Ne? Aber trotzdem, ich als Ausländer,
ich spüre immer noch nicht genug Sicherheit in der Sprache selber. Und deswegen gebe ich nicht die volle Gas, was ich sonst geben würde in der polnischen Sprache. Und das verhindert mich ein bisschen mich so mehr auszuleben. Aber das kann sich jeder vorstellen, dass die eigene Muttersprache immer einfacher ist, etwas auszudrücken. Man muss sich nur an sein Schulenglisch erinnern, ob man da etwas erklären könnte oder jemand anders seine Gefühle mitteilen könnte oder auch mal einen Ärger mitteilen könnte. Das geht in der eigenen Sprache natürlich viel besser. Genau. Das macht's. Christiane ist sehr tolerant. Ich glaube, weil ich sehr oft deutlich dir erzähle, dass das oft Problem bei mir ist, dass ich total davon voll genervt bin und manchmal sehr unglücklich darüber. Ich habe volle Unterstützung, aber ich glaube, am meisten leide ich selber damit, weil irgendwie hier bei mir im Kopf ist es irgendwie nicht diese Lockerheit, was ich immer mir gewünscht habe, oft nicht da, und das ist oft zu sehen im Leben, oder auch Christiane erlebt das natürlich schon. Ne? Noch keine Lösung dafür. Genau. Dass ich jetzt noch in meinem Alter Polnisch lerne, das ist vielleicht noch möglich, aber auf keinen Fall komme ich auf den Stand, den du hast im Deutschen. Was ich vorhätte in meinem Leben noch, wenn du natürlich ein bisschen Polen kennenlernen würdest, weil Polen hat sich tatsächlich voll verändert. Es ist die Tatsache, Polen ist nicht das gleiche, was war vor 20 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren. Es ist ganz andere Standards und Welt sozusagen. Deswegen, ich bin sehr froh, dass ich diese moderne Welt zeigen darf, Christiane, in Polen. Hoffentlich durch diese Corona-Umstände und Zeit werden wir das möglich machen, dass Christiane und ihre Familie kann ein bisschen mehr von Polen sehen. Es ist nichts schöner als Erfahrung. Absolut. Aber du bist schon in Polen gewesen, ne? Ich war in Polen, in Deutschland heißt es Kolberg. Kołobrzeg. Kołobrzeg. Sag mal. Kołobrzeg. Kołobrzeg. Okay, Richtig? ich übe noch. Nee, das hast du schon gut gemacht. Das liegt an der Ostsee, ein Das wissen wir. wunderschöner... Wissen wir das? Da. Stimmt. Entschuldigung, ich habe das vor Polen gesprochen. Die Deutschen wissen nicht, wo das ist. Entschuldigung. Woher auch? Das ist Norden, Polen, Mitte sozusagen, ne? Auf jeden Fall Ostsee. Ostsee, ganz genau. Wunderschön. Als ich das erste Mal dort war, mir ist aufgefallen... lass mich überlegen. Das war, ich hätte vorher überlegen sollen, wann war ich da? Schon lange her, ne? 2000, weiß ich nicht, 10 vielleicht? Also könnte sein. Gute 10 Jahre. Vielleicht auch ein bisschen später. Warum bist du generell nach Polen gefahren? Warum? Also ich kenne jemanden, eine sehr gute Nachbarin von mir, die hat dort eine Wohnung und hat gesagt, komm mal vorbei, schau dir das an, es ist wunderschön. Und ich bin nie zuvor in Polen gewesen. Und ja, traumhaft. Also das Erste, was ich gesehen habe in diesem Ort, war, wie sauber es dort ist. Genau. Also ein Traum, wunderschön, sauber. Aber ihr seid ganz privat gefahren. Ihr habt richtig keine Hotelanlagen genommen, oder? Keine Hotelanlagen. Wir sind das erste Mal dorthin gefahren, in diese Wohnung, und haben in der Nähe vom Markt gewohnt und haben da ganz normal unsere Frühstückssachen eingekauft. Und Und das war das erste Mal, als du da warst? Das allererste Mal. Ja. Wie war das für dich? Hast du ein bisschen Angst gehabt? Komplett die Sprache? Wir sind zwei Nachbarn, ja. Polen und Deutschland, aber man versteht sich null. Ne? Die ist nicht ein bisschen ähnlich, diese Sprache zu Deutsch. Nicht, dass man auch nur annähernd denken könnte, wenn jemand spricht, worum es geht. Komplett anders, ne? Total anders, genau. Genau. Und wie war das, dieser Eindruck für dich? Hast du dich sicher gefühlt in Polen oder unsicher? Also meine Bekannte hat damals gesagt, entweder wird dort auch Deutsch gesprochen oder Englisch. Nein, das war nicht so. Nein, ist das nicht so? Nein. Man hört immer wieder, dass das in Polen sehr oft Deutsch gesprochen wird, dass es so einfach wird. Ja, also man kann sich schon irgendwie verständigen. Die jungen Leute, die dort, sag ich mal, in der Pizzeria arbeiten, die sprechen schon ein bisschen Englisch. Weiß nicht, wird das in der Schule unterrichtet? Ja. Ja? Meistens jetzt Englisch. Damals war auf Deutsch auf die erste Stelle als Unterricht. Aber jetzt ist es so, Englisch, Spanisch, Deutsch. Okay. Also wir haben dann unsere Bekannte, das Kind, die Emma war damals, glaube ich, 10, die haben wir uns ausgeliehen. Die hat für uns bestellt oder hat für uns Sachen organisiert. Das ist die Freundin von dir? Ja, genau, das Kind, die Emma, genau, die kam für uns dann immer mal, hat
übersetzt. Wie war das überhaupt für deine Kinder, Polen zuerst einmal sehen? Ich glaube, deine Kinder sind vor dem eigentlich egal, wo die sind. Ich glaube, es ist da, wo du bist. Genau. Und regierst und zeigst alles, da fühlen sie sich sicher, oder? Auf jeden Fall. Also sie haben sehr das polnische Essen genossen. Was zum Beispiel haben sie gegessen? Es gibt so ganz leckere Teigtaschen mit Pudding gefüllt. Teigtaschen mit Pudding? Ja, die kann man als Dessert oder als Gericht? Nee, die kann man so am Straßenrand kaufen, wie du bei uns hier ein Franzbrötchen kaufen kannst in Hamburg. Ist es so eine Teigtasche, innen drin Pudding. Kenne ich gar nicht. Ich bin zwar Pole. Okay. Kenne ich gar nicht. Vielleicht ist das für die Deutschen gemacht. Manchmal ist das in Polen, es gibt ein paar Sachen, die werden extra gemacht, auch für die Touristen, ne? Weil die wissen, was die mögen. Aber diese Puddingtaschen kenne ich gar nicht. Ich bin zwar Pole, ne? Kenne ich nicht. Vielleicht ist es so eine nordpolnische Geschichte, ne? Ich kenne Berliner, also wie du als Deutscher. Bei uns in Polen wir essen auch sehr gerne Berliner. Wir lieben auch Berliner. Mit diesem Zucker und mit Marmelade drin, aber das kommt mir nicht. Aber das ist interessant. Ja. Muss ich wahrscheinlich. Das war jetzt auch nur ein Beispiel. Das ist das, was man so auf der Straße kaufen kann. Hört sich an wie Dealen. Okay. Ja. Und, das heißt, ihr habt meistens auf der Straße gegessen oder wart ihr in einem Restaurant? Nein, wir sind im Restaurant gewesen. Wir haben noch einen Ort besucht, wo auch richtig noch gekocht wird. Leckere Pierogi mit Pilzen. Welche Sorte Pierogi hast du gegessen? Oh mein Gott, mit Pilzen. Das war deine Lieblings, der Nummer 1? Und Kartoffeln und oh mein Gott, ich liebe die. Ich habe schon ein paar Mal diese russische Art von Pierogis gemacht. Die heißen zwar russischen, haben zwar mit Russland zu tun, aber die sind auch in Ukraine gemacht worden. Stimmt. Ich glaube, die kommen generell aus Asien-Richtung. Die Chinesen kochen diese Pierogis-Teig in Süppchen und mit Fleisch gefüllt. Das heißt, keine Ahnung, entweder, ich glaube, Polen, Ukraine, Russen oder die anderen Länder nehmen einfach so als eigenes und modernisieren die Gerichte und machen sich eigenes traditionelles Ding. Wer weiß wirklich, ob das tatsächlich als wahre polnische Essen ist. Vielleicht ist das so ein bisschen angenommen von den anderen Ländern, von Osten mehr, aber keine Ahnung. Also das war jetzt mein Eindruck von Polen und dem Essen. Ja genau, wenn man nach Polen fährt, man muss unbedingt Pierogis probieren. Ne? Unbedingt, egal wie. Mit Käse, mit Kartoffeln, mit Speck, mit Früchten, mit Pilzen, mit Kraut, es gibt ohne Ende natürlich. Ja. Ne? Und es ist nicht wie in Deutschland, wo dieser Nudelteig in Soße ertränkt wird. Das macht man nicht in Polen, richtig? Was isst man dazu? Das ist unterschiedlich. Entweder man rüstet Zwiebeln darauf und ein bisschen anbratet oder man gibt noch ein bisschen was Sahniges da drauf. Sowas. Oh mein Gott, ja. Stimmt. Genau, ja. Sahniges sowie Buttermilch, aber diese polnische Art von Buttermilch ist natürlich anders. Vergleichbares. Ja. Eventuell dieses Creme Fraiche, was es in Deutschland zu kaufen ist. Es ist sehr ähnlich, aber ob das wirklich genau Zeug ist, das weiß ich kann nicht bestätigen. Ich glaube nicht. Aber sehr nah könnte man eventuell das, auch wenn man hier Pierogis macht, da draufsetzen und wird es genauso gut schmecken, glaube ich schon. Das denke ich auch. Weil wir haben schon auch in Deutschland mit deutschen Produkten Pierogis gemacht, die sind wirklich gut. Ich glaube, das liegt an das Herz selber, nicht an den Land. Was man da reinsteckt, ne? Auf jeden Fall. Gut, da hast du Pierogis probiert. Dessert hast du schon gesagt, mit Pudding, das ist das Einzige, was du ausprobieren hast. Dazu gibt es vieles mehr, aber das musst du natürlich noch ausprobieren. Fisch, das ist ganz typisch in Polen, man isst auch Fisch. Hast du das? Ja, in der Zeit nicht. Nein. Nein. Habt ihr viel eingekauft, Geschenke oder was? Mehr Neugierde, einfach anzuschauen, was das kostet? Die Neugierde und raus aus dem Alltag sowieso. Ne? Dafür macht man Urlaub und die Gegend erkunden, schauen. Und ich vermute, preislich war natürlich bestimmt schön für dich damals, vor 10 Jahren. Die Preise waren ein bisschen noch niedriger im Vergleich mit jetzigen Zeiten. Das hast du bestimmt genossen, ne? Als Deutscher, oder? Also was mir noch in Erinnerung geblieben ist, wenn wir mit 4 Leuten essen gegangen sind und es beinhaltet wirklich Getränke aber und Moment, aber war das ein Exklusivrestaurant oder war das normale Straßenrestaurant, so also Bar?
würde ich Vielleicht sagen. mal Pizzeria, vielleicht Okay, auch das ist mal billiger. richtig Restaurant, also gibt auch richtig Restaurant das, natürlich, genau. richtig Restaurant. Wo wieder preislich? Kleine Preisunterschiede, ich sag mal so, in einer Pizzeria haben wir mit Pizza und Salat und Zu dritt, Getränken. Nee, zu viert. Zu viert? Ich sag mal 20 Euro ausgegeben, umgerechnet. Für alle? Für alle. Aber okay, das war vor 10 Jahren her. Generell in Polen ist das so, dass man tatsächlich immer noch, auch heutzutage, wenn man zu Restaurant geht, man bezahlt die Hälfte, was man bezahlen würde in Deutschland. Das heißt, nach Deutschland. angenommen, du gehst zusammen mit deiner Freundin in Polen, Restaurant, du wirst wahrscheinlich bezahlen volle Summe für Einzelpersonen in Deutschland, was du bezahlen würdest hier im Restaurant. Das ist die Hälfte, würde ich sagen. Ne? Aber bitte nicht täuschen, das ist nur Restaurant, das sind nur diese Bars, Hotdog-Orte und so weiter. Aber alles andere, so wie Einkaufszentrum, Einkaufen, Lebensmittel, ihr werdet schockiert, weil viele Sachen sind teurer als hier. Und natürlich in Polen, man verdient natürlich nicht vergleichbar wie hier. Natürlich in großen Städten ist es eine ganz andere Situation. Man verdient auch schon gut in Polen. Aber generell in Polen Gehalte sind nicht so hoch wie hier im Vergleich zu den Preisen natürlich. Ne? Und deswegen, wenn ihr nach Polen fährt, erwartet euch einen großen Schock. Für mich nach Polen zu fahren, überhaupt was zu unternehmen, ohne Extras, kostet mich schon ordentlich Geld und komme ich immer abends zurück nach Deutschland und man tut alles für die Familie, klar? Jetzt bin ich dran. Okay. Was gefällt dir hier in Deutschland, wenn du jetzt so zum Beispiel an das Essen denkst? Oder? Okay, was mir auffällt als erstes in Deutschland ist, dass die Menschen hier viel lockerer sind als in Polen. In Polen ich habe das Gefühl, es ist immer noch, Leute sind dauerhaft gestresst. Jeder ist für sich. Das heißt, ich habe das Gefühl, man wird hier nicht beobachtet, man wird hier nicht gelästert. Ne? In Polen ist es so, dass wir haben diese Communities in Städten, dass wir oft sprechen über anderen oder haben jemanden in Sicht sozusagen hier. Ne? Hier ist man, ich lebe selber in dieser großen Stadt Hamburg und ehrlich gesagt, wenn ich dich nicht hätte und deine Familie und meine Kinder, kein Schwein würde wissen, dass ich überhaupt existiere, ehrlich gesagt. Ne? Weil es ist, Leute sind nicht so neugierig, die leben ein eigenes Leben, wirklich für sich alleine. Und das natürlich hat auch eine negative Seite für mich, weil es ist oft zu sehen, auch wenn ich in Urlaub fahre, egal ob das nach Polen ist oder nach verschiedenen Ländern, ich sehe auch die Deutschen, die sind gerne unter Menschen. Das heißt, wenn sie Urlaub machen, die verhalten sich auch immer noch sehr bescheiden, aber trotzdem ein bisschen schon sozusagen... Also sie sind im Urlaub offener offener als so im wahren Leben. Genau, sagt, das ist deutlich zu sehen in Deutschland, dass das so ist. Man sagt das ja uns Norddeutschen nach, dass wir sehr distanziert anderen gegenüber sind und dass man in Süddeutschland da durchaus offener mit anderen Menschen umgeht. Ich weiß es nicht. Könnte man sagen. Auffällt, dass die Deutschen sind sehr bescheiden mit alles, was sie machen. Das heißt, es wird nicht groß geschrieben, was ich bin, was ich besitze, wo ich hinfahre. Es wird nicht laut gesagt, jeder macht in Ruhe eigene Leben. Das heißt, ich war oft überrascht worden, dass man einfach die Menschen auf der Straße sieht, die sehen normal aus. Man könnte sagen, die haben ganz schwachen Job, die verdienen ganz schlecht, aber die leben auf großem Fuß sozusagen, aber die sind sehr bescheiden, die zeigen es nicht. Aber in meiner Heimat in Polen, man sieht schon, wer Geld hat. Natürlich auch, wenn keiner hat, tut trotzdem, als er hat. Okay. Es scheint sehr wichtig zu sein, wie man nach außen hin wirkt. Das ist so unsere polnische Mentalität, glaube ich, oft. Schade, dass das so ist, weil es geht um diese Menschlichkeit natürlich. Das können wir auch Polen, klar, gut, aber trotzdem
das ist ein enormer Unterschied für mich. Das fällt auf, ja? Fällt auf, definitiv. Das wirst du auch sehen, wenn du nach Polen fährst, dass das so ist. Ne? Du könntest uns noch erzählen, ich habe dir über Pierogis vorgeschwärmt und du kannst mir sagen, was findest du so richtig lecker? Okay, das ist eine gute Frage, Dankeschön. Ja. Was mir gefällt sehr, wir haben diese Fastfood. Ne? Bei uns in Polen gibt es diese Fastfood mit dieser Toastgeschichte, mit Gurken in der Hand, mit dieser geschmolzenen Käse, Champignons oder diese Zapiekanka, diese lange Baguettes mit Käse. Hast du schon in Polen bestimmt auch gesehen, mit Ketchup drauf. Ja, das ist in Polen. Hier ist wieder andersrum. Hier ist sehr beliebt generell. Komplett Deutschland, nicht nur Norden Deutschland, so eine kleine Buden, ne? Wie sagt man das, Wagen, die vor Einkaufszentrum stehen oder auf die Parkplätze stehen und verkaufen deutsche Wurst, Krakauer heißt er, oder diese, wie heißt das, welche Sorte? Würstchen, also so Schinken und genau. So mit Currywurst, die sind sehr beliebt hier. Das ist so Deutschland, wenn man nach Deutschland kommt, man sieht das sofort, überall wenn man hingeht, dass die Deutschen das als schnelles Futter oft sehr gerne essen und lieben natürlich. Ich habe fast jeder Mensch gefragt, ob der gerne isst Currywurst, das heißt das so eine Sauce, speziell so, und die lieben das. Die sind bereit, das fast jeden Tag zu essen. Das ist so, weil bei uns in Polen, man isst gerne die Sachen, was sie gesprochen haben natürlich. Ne? Das fällt mir auf sofort. Okay. Mehr die Deutschen zu Restaurant gehen. Die sind so eine Draußenesser, ne? Ganz viele. Ne? In Polen, Restaurant ist was Besonderes und sehr Feines. Man macht das nur zum Special Occasions. Ne? Okay. Und wir treffen uns, ne? Wir verabreden uns zum Essen oder lass uns mal wieder essen gehen. Wie oft hört man das hier in Deutschland? Ganz normal. Ne? Das ist ganz normal hier. Ja. Ich würde sagen, Leute sehen sich lieber draußen als bei jemandem zu Hause woanders. Habe ich das Gefühl, stimmt das? Wo du das so sagst. Ja, weil es ist angenehmer. Jeder kann gehen, wenn er will, nach Hause. Es gibt keine Verpflichtung. Und ich glaube, wenn man nach Hause geht, dann es ist wahrscheinlich schwer sich zu verabschieden, schneller zu gehen. Vielleicht ist das so. Vielleicht sowas. Ne? Küche bleibt sauber. Genau, und Küche... Man kann sich natürlich auch wünschen, was man isst. Das heißt, in Polen, bei uns so, man macht zwar viele Gerichte, das ist ganz klar, das weißt du, aber trotzdem, man isst, was man hat am Tisch. In Deutschland, wenn ich mit Freunden mich treffe, das weißt du schon, wenn du mich triffst, jeder bestellt für sich. Ja, stimmt. Was er magen würde. Das heißt, er wünscht, der Wunsch ist sofort erfüllt. Und in Polen ist es ein bisschen anders. Und das ist auch deutlich zu sehen in Deutschland, dass es so ist. Ja, oder? Stimmt. Ich glaube, es hat sich in letzter Zeit auch verändert. Hat sich? Ja, ich würde so in den Jahren, Jahrzehnten eher sagen. Denn als ich Kind war zum Beispiel, da ist man auch nicht essen gegangen. Das war sehr, sehr teuer. Ich glaube, heute hat man einfach viel mehr Geld über. Oder habe ich langsam das Gefühl, das Essen ist billiger geworden. Das Essen draußen zu essen ist billiger geworden, statt selber zu kochen. Weil ganz ehrlich gesagt, egal wo ihr seid, entweder Polen, egal wo, wenn man kocht mit vielen Menschen, es wird immer billiger. Wenn man für sich alleine kochen muss, eine bestimmte Gericht jeden Tag und verschieden, das wird dich richtig kosten. Ja. Deswegen, ich glaube, es ist billiger, einfach irgendwo hingehen, so einen China-Ort oder Pizza bestellen, weil es wird billiger generell, oder? Ja. Und ich glaube auch, dass wenn jemand zu jemand anders geht und dort bekocht wird, wenn man Freunde besucht und dort wird gekocht, dann ist derjenige, der kocht, den ganzen Tag in der Küche und die anderen kommen und gehen. Und ich glaube, irgendwann möchte man das einfach nicht mehr. Es macht wahnsinnigen Spaß zu kochen, aber ja, es ist auch anstrengend, oder? Ja. Apropos Kochen, was ist dein, das hast du schon gesagt, was ist dein Lieblingsgericht? Ich würde sagen, was ist mein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht in Deutschland, was ich finde, schmeckt mir sehr gut, ist was? Ich esse viele, was ich sehr gerne mag. Du magst gern Rotkohl, habe ich gehört. Ja, was? Ihr Polen, ihr müsst ausprobieren. Das Rotkohl, was wir in Polen haben, Fantastico. Ein bisschen verfeinern mit extra Zutaten von den Deutschen, weil die zaubern das Rotkohl so lecker, weil die den
servieren warm. Und wir essen Rotkohl kalt in Polen, soweit ich weiß. Vielleicht ist es jetzt anders, aber das glaube ich nicht. Ich glaube immer noch, dass Polen gerne Rotkohl essen, immer noch kalt. Und das habe ich hier sehr gerne. Das ist oft gegessen hier, ne? Besonders zur Weihnachtszeit. Ne? Und das ist ein Zauber, das ist ein Muss. Deswegen würde ich, wenn ihr Zeit habt, recherchiert mal ein bisschen, wie man das Rotkohl ein bisschen verfeinert auf deutsche Art und macht den warm mit eurem Essen. Ihr werdet lieben, ich garantiere es euch. Es kann nicht anders sein. Genau. Der polnische Rotkohl, sag ich mal, so wie er zubereitet wird, ist eher wie ein Salat, oder? Stimmt, ne? Kalt, richtig. Kalt, ne? Das ist richtig. Schmeckt richtig. auch gut, weil ich finde, in Polen ist sehr viel mit Essig gemacht. Auch richtig. dieser Salat. Das ist das richtig. wird so ein bisschen alles angesäuert. Das ist wahr. Die säuren ganz viele. Ja, ich habe erst gedacht, ist nicht mein Fall, aber wenn man öfter das probiert, kommt man da rein. Das schmeckt schon gut. Tatsächlich. Ich meine, deswegen, die Deutschen, wenn alles ausprobieren aus Polen, gerichtmäßig, die verlieben sich auch, weil die Küche ist zwar, wir haben zwar ähnliche Produkte, aber die Art und Weise, wie wir das machen, macht einfach anders. Ne? Ja, wird anders zubereitet. Und man muss einfach offen sein und man kann sich in das ein oder andere Gericht verlieben. Aber von meiner Erfahrung, es ist 99% die Deutschen, generell Menschen, die nach Polen fahren, wenn die da was auszuprobieren haben, die sagen, wow, das Essen, in Polen kann man gut essen. Tatsächlich kann man. Aber in Deutschland kann man auch. Wie gesagt, da habe ich schon da was angedeutet. Also, hier wird oft sehr gerne Spaghetti gegessen, muss ich sagen. Es ist wahrscheinlich auch in Polen, weil das ist so eine moderne Essen. Den macht man schnell, ein bisschen südländisch und ein bisschen anders als eigenen. Und man muss auch keine Profi sein, denn richtig zu zaubern zu können. Das heißt, ich glaube, in Polen macht man das auch oft Spaghetti, aber hier, was ich sehe immer wieder, Spaghetti ist sehr beliebt. Auf jeden Fall. Den haben die italienischen Gastarbeiter damals bei uns in Deutschland eingeführt. Danke, danke, danke. Best ever. Und du kannst alles dazu essen. Stimmt. Nur Käse oder Käse, stimmt. Das machen natürlich Italiener gut und das ist auch sehr beliebt hier, das Gericht. Ne? Kartoffeln sind gerne gegessen. Schnitzel, genauso wie bei uns in Polen. Schnitzel ist auch beliebtes Essen. Hier ist auch luxuriöses, beliebtes Essen, also sozusagen. Ne? Ja, Schnitzel. doch, ich denke doch. mal. Ja. Das macht auch fast jeder Deutsche generell Schnitzel zu essen, oder? Doch, ich denke mal schon. Wir panieren das wahrscheinlich immer sehr gerne mit Ei und Panade. So wie bei uns in Polen, ziemlich ähnlich. So, Wir machen genauso. Mit Kartoffeln, mit schöner Sauce. So, auf jeden Fall, ich glaube, erstmal reicht das. Ne? Wenn euch das gefällt, wir machen das nochmal wieder mit neuen Fragen. Vielleicht habt ihr eventuell Fragen an Christiane oder an mich. Wir sind ganz ehrlich, wir sagen euch, wie es wirklich ist. Unsere Erfahrungen zu... wir teilen das gerne mit, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, wir sind gerne bereit und danke, ich wollte mich bedanken, Christiane, dass du das gemacht hast, weil sie natürlich... ich mache das auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt, aber haben wir gedacht, wir machen das, weil... das ist auch Spaß, ehrlich gesagt. Absolut. Wir haben total Spaß dabei und wir warten auf eure Reaktionen, wie ihr das findet. Deswegen hoffentlich schreibt in eure Kommentare ein bisschen was oder ein paar Fragen und ihr gebt uns ein paar Tipps oder so. Ja, können wir gut gebrauchen. Wie gesagt, das war unser erstes Mal. Habt Mitleid. Und abonniert eure Videos hoffentlich, dass wir uns weiter begleiten können und wir haben natürlich 1000 Ideen. Wir freuen uns bald, wenn die Corona ein bisschen natürlich ungefährlicher wird, dass wir uns wieder auf die Reise machen, weil Abenteuer ist unser Leben, unser Motto. Ne? Ich muss auch raus und Christiane auch. Das heißt, wir sind bereit, überall hinzufahren, einfach was Neues zu ausleben und wir erleben das in voller Gas. Auf jeden Fall. Wir nehmen auch gerne Tipps entgegen, genau. Ne? Falls jemand mal sagt, genau, das müsst ihr unbedingt machen. Deswegen zurzeit machen wir, was wir können und natürlich wir machen auch in unserem täglichen Leben auch Kleinigkeiten, so wahrscheinlich das Gleiche, was ihr macht, ein bisschen spazieren, ein bisschen da untereinander und das Beste, was man machen kann zurzeit. Ne? Weil, wie gesagt, Corona ist ganz schlimm generell weltweit und deswegen wir machen das Beste. Und wir bedanken uns nochmal euch, dir, mir. Wir danken uns allen. Und dann sehen wir uns next time. See you later.